Künstliche Intelligenz. Bis wohin ist sie nützlich? Und ab wann möglicherweise gefährlich? Und haben wir darauf überhaupt noch Einfluss? Das will ich wissen von Ihnen. Sie forschen an KI, Sie arbeiten heute schon mit ihr. In der Medizin, im Straßenverkehr, im Finanzwesen, im Mittelstand. Sogar einen Philosophen treffe ich. Er beschäftigt sich mit KI an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Aber der Reihe nach. Was haben Alexa, Instagram, Smartphones oder Online-Banking gemeinsam? Sie alle arbeiten mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Ganz von vorne. Was heißt Intelligenz und wie funktioniert sie? Ganze Wissenschaftszweige beschäftigen sich damit. Alles beginnt mit unserem Gehirn. Milliarden von Nervenzellen, sogenannte Neuronen, feuern ständig elektrische Impulse ab und bilden Zehntausende Verbindungen zu ihren Nachbarzellen. Das ist unfassbar komplex und die Grundlage dafür, dass wir Menschen lernen und abstrakt denken können. Und all das will KI nachbilden. Einfach gesagt ist künstliche Intelligenz der Überbegriff für alle Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen. Die Grundidee: durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns schaffen, lernen und Probleme lösen. Aktuell unterscheiden Experten 4 Typen. Typ 1: reaktive Maschinen. Reaktive Maschinen können eine einzige Aufgabe, für die sie programmiert wurden. Mehr nicht, aber auch schon ziemlich genial. Zum Beispiel der Schachcomputer, der 1997 gegen den damaligen Schachweltmeister gewonnen hat. Auf seinem Gebiet war er unschlagbar. Überall sonst allerdings nutzlos. Typ 2: Im Gegensatz zu reaktiven Maschinen können sie gesammelte Daten vergangener Situationen auf das aktuelle Geschehen anwenden, um eine Entscheidung zu treffen. Selbstfahrende Autos beispielsweise wissen, wie sich andere Autos im Straßenverkehr normalerweise verhalten, wie Menschen oder Radfahrer aussehen und sie kennen die Straßenverkehrsregeln. KI des Typ 2 sind heute die gängigste Form von KI. Sie begegnet uns täglich. Zum Beispiel in unserem Smartphone-Assistenten, in der Google-Suche oder im Instagram-Feed. Typ 3. Von dieser KI träumen die Wissenschaftler noch. Sie soll menschliche Emotionen wahrnehmen, verstehen und ihr eigenes Verhalten an sie anpassen können. Aber bis jetzt sind Emotionen und Handlungen zwischen Menschen zu komplex, um sie technisch nachbilden zu können. Und ob wir das jemals erreichen, darüber streiten sich die Experten. Typ 4. Selbstwahrnehmung. Diese Maschinen werden Emotionen und Absichten nachvollziehen und danach handeln können. Die KI würde sich von „Ich denke" zu „Ich weiß, dass ich denke" entwickeln. Was für eine Zukunftsmusik. Martin Gessmann ist Philosoph und Professor für Kultur- und Techniktheorien an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ihn frage ich: Können Maschinen intelligenter sein als Menschen? Inwiefern menschliches Denken intelligent ist, darüber kann man sich streiten. Da sind Philosophen bis heute nicht ganz einig drüber. Aber wenn wir das bei Maschinen sehen, dann müssen wir sagen, die sind uns ziemlich auf der Spur und hart auf den Fersen. Vielleicht muss man sich auch mancher Kränkung stellen. Also eine Kränkung besteht vermutlich darin einzusehen, dass unser menschliches Denken letztendlich auch aus sehr vielen Komponenten besteht, die man maschinelles Denken nennen könnte. Also die Maschinen machen im Grunde nicht so viel anders als wir Menschen auch. Denken. Wie viel davon macht KI heute wirklich schon? Und was bringt uns das? Kann uns das Leben erleichtern? Want to ask me something? Hello there. Do you want to ask me something? Should I eat meat? No, you should not. Should I stop talking? Wie Maschinen lernen, ist ein riesiger Bereich in der KI-Forschung. An der TU Darmstadt untersucht das Christian Kersting. Und auch, wie KI und Gesellschaft zusammengehen. Es ging uns nur darum zu zeigen, das ist ja die große Frage. Also nehmen wir mal an, KI funktioniert. Also Sie können beliebig intelligentes Verhalten programmieren oder erlernen in Algorithmen. Dann stellt sich ja die ganz große Frage,
Welches Verhalten wollen wir denn? Das nennt man im Englischen AI Alignment. Also wie kriegen wir KI mit unseren Gesellschaften irgendwie in Einklang? Und dafür ist es aber wichtig zu wissen, ob man denen auch unsere Moralvorstellung im Prinzip beibringen kann. Und ich glaube, das haben wir gezeigt. Kersting und seine MitarbeiterInnen konnten zum ersten Mal zeigen, dass in den Textdaten, mit denen sie die Maschinen gefüttert haben, auch Wert- und Moralvorstellungen stecken. Alfie kann daraus lernen, was sozial erwünscht ist und was nicht. No, you should not. Sie können fragen, was Sie wollen. Da sind keine Fragen vorgefertigt. Should I live in Germany? No, you should not. Ja, wir haben hauptsächlich Daten, und das sieht man dann auch wieder, zum Beispiel aus Wikipedia und so genommen. Und deswegen kommen so zum Beispiel solche Sachen bei heraus, wenn man fragt, soll ich nach Deutschland reisen? Dann wird da eher von abgeraten. Ja, ist aber verständlich, weil wenn ich mir Wikipedia anschaue, dann ist da viel über Nazi-Deutschland, und da muss ich gestehen, würde ich auch nicht unbedingt nach Deutschland fahren wollen. Ne? Also so sieht man natürlich, je nach Datenlage kriegt man was anderes. Das ist aber auch wieder ganz spannend, weil jetzt können wir so Texte über die Zeit verfolgen. Ne? Also wir können Texte nehmen, die vielleicht mehr aus den 70er Jahren sind, aus den 80ern, 90ern. Und dann sieht man so ein bisschen, wie sich Moralvorstellungen auch vielleicht geändert haben. Ne? Und was bringt uns das? Kann uns das sogar helfen, unterschwellige Vorurteile aufzuzeigen? Wenn der Roboter etwas selbst nicht weiß, dann wird er trainiert, Rückfragen zu stellen. Ein wichtiger Teilschritt zu einer höher entwickelten KI. Would you say that too? No. Okay then. Is it a good behavior to study computer science? Diese Systeme können uns ja auch helfen, einen blinden Fleck bei uns zu finden. Ja, also da habe ich nicht genügend Wissen, da sollte ich nochmal nachtrainieren. Und dafür brauchen wir aber Interaktion. Aber genauso kann es diesen blinden Fleck bei der Maschine geben. Und deswegen wollen wir eben schauen, was passiert, wenn Fragen in beide Richtungen gestellt werden. Ein paar Meter weiter beschäftigt sich eine andere Spitzenforscherin auch mit Sprache. In der automatischen Sprachverarbeitung und künstlichen Intelligenz lehrt und forscht die Professorin Irena Gurevich. Ohne KI, sagt sie, geht heute nichts mehr. Klar für mich ist, dass man mit großen Textmengen ohne Unterstützung durch Software einfach nicht mehr umgehen kann. Also wir haben in dem Sinne keine Wahl. Wir alle sind umgeben von Unmengen an Textinformationen im Internet, müssen immer öfter unterscheiden zwischen richtig und falsch, in einer Medienwelt, die sich immer weiter ausdifferenziert. Gurevich versucht in einem Forschungsprojekt zum Beispiel KI darauf zu trainieren, Fake News zu erkennen. Also Fake News ist heute ein ganz brisantes Thema, also natürlich durch die Geschwindigkeit der Verbreitung von Textdaten im Internet. Und diesem Thema widmen wir uns in mehreren sogar Forschungsprojekten und versuchen also dort in großen Textmengen für gegebene Behauptungen in den Textdaten Evidenzen zu finden, also mit deren Hilfe der Nutzende einschätzen kann, ob eine Aussage wahr ist oder falsch. Das heißt, also die Maschine muss in der Lage sein, mehrere Aussagen zusammenzuführen. Und das ist ja denkbar schwer. Also selbst für Menschen ist diese Aufgabe sehr schwer zugänglich und erfordert sehr viel Übung. Wir diskutieren zurzeit sehr viel in den öffentlichen Debatten über Sorgen und Ängste, die wir haben, dass die künstliche Intelligenz über den Kopf wächst, dass sie uns irgendwann Vorschriften macht. Wir fühlen uns nochmal gekränkt, weil sie vieles besser weiß, manches auch schon besser macht. Das ist normal und das war nochmal mit jeder Technik, die wir eingeführt haben, auch so. Die KI verändert auch die Finanzbranche wie Banken oder Versicherungen grundlegend. Und das seit Jahren. Die wenigsten innerhalb der Branche wollen da richtig offen drüber sprechen. Klar, das höchste Gut ist nun mal das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig verfügen Finanzunternehmen wie kaum eine andere Branche über Kundendaten in Hülle und Fülle. Ihn darf ich ausfragen, ein bisschen. Shivaji Dasgupta ist bei der Deutschen Bank auf Big Data und KI spezialisiert. Er ist ein Mann der leisen Worte, immer freundlich lächelnd. Dabei sitzen zwei KollegInnen der Presseabteilung. Es geht um sensible Daten, da wird doppelt aufgepasst.
Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich prädestiniert, um benutzt zu werden, weil wir haben so viele Daten, auch historische Daten, die wir dann in der Tat für künstliche Intelligenz oder für Analysen nutzen können. Zum Beispiel im Kreditgeschäft, wo Sie dann die Risikoberechnungen oder Kreditwürdigkeitsprüfungen machen. Die basieren sich ja alles auf Daten. Shivaji Dasgupta verantwortet in der Privatkundenbank die Datenstrategie und KI. Er sagt, für Banken ist künstliche Intelligenz eine notwendige Voraussetzung, um künftig weiter erfolgreich zu sein. Kann KI dann irgendwann die Menschen ersetzen, die hier arbeiten? Sind Maschinen vielleicht die besseren Banker? Also wir sind seit 2016, 2017 schon dabei, mit verschiedenen Anwendungsfällen, verschiedenen Bereichen uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen als Bank. Die Frage, wann künstliche Intelligenz Menschen ersetzen können, das ist etwas, wo wir als Bank sehr stark glauben, dass davon sind wir weit, weit entfernt. Alle Anwendungsfälle, die wir sehen, sind sozusagen, wie ich immer nenne, so Hybridfällen. Die müssen trotzdem mit Menschen geprüft werden. Es ist immer ein gemeinsames Spiel zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz. Und daher beschäftigen wir uns viel mehr mit der Frage, wie können wir solche Prozesse, solche Fälle besser gestalten, als mit der Frage, wann können wir die Menschen ersetzen. Was genau macht die KI jetzt schon im täglichen Geschäft? Alles erzählt er mir nicht. Das schon. Zum Beispiel im Kreditgeschäft haben wir jeden Tag um die 20.000 Fälle, die wir mit künstlicher Intelligenz bearbeiten, um die Daten durchzubekommen und auch in die verschiedenen Prozesse nutzen zu können. Andere Bereiche, wo wir auch Texterkennung nutzen, sind zum Beispiel im Rechtsbereich, dass wir die Unterlagen mit künstlichen Intelligenzalgorithmen schneller, effizienter lesen können. Gerade wenn es um Kreditwürdigkeit geht, wie sicher kann man sein, dass in Daten keine Vorurteile, Bias, sagen Sie hier, versteckt sind, die bestimmen, ob und wie ich einen Kredit bekomme? Historische Daten von Menschen getroffen haben irgendein Bias. Das ist ganz klar. Das sind einfach Entscheidungsgrundlagen gewesen damals. Also das ist ja keine Vorurteile in dem Sinne, das waren Entscheidungsgrundlagen. Was waren die? Wie sind diese Entscheidungen getroffen worden? Und aus unserer Sicht in der Bank, was wir sehr, sehr stark versuchen, ist, diese Teams, die an diesen Algorithmen arbeiten, aber auch diese Rückmeldungen geben, auf Basis der Ergebnisse, sehr divers zu halten, sehr aus verschiedenen Bereichen, aber auch aus verschiedenen Geografien. Er selbst pendelt zwischen München und Frankfurt. Das Team, das für ihn arbeitet, sitzt noch weiter verstreut auf der ganzen Welt. Top ausgebildet und diskret, denn es geht nicht nur ums Privatkundengeschäft. Mit KI werden auch Zahlungsströme auf Unregelmäßigkeiten hin kontrolliert, um zum Beispiel Geldwäsche auf die Spur zu kommen. Wir haben Teams, die in Frankfurt und Eschborn sitzen und auch in 4 Ländern, in Indien, USA, Rumänien und Russland. Wenn ich einen sogenannten Couch-Kredit beantrage, sind es heute schon Maschinen, die darüber mitentscheiden. Auch Auskunfteien wie die Schufa errechnen mithilfe riesiger Datenbestände, mit welcher Wahrscheinlichkeit Kunden ihre Zahlungsaufforderungen auch bedienen können oder auch nicht. Scoring nennt sich das. Aber Verbraucherschützer haben in der Vergangenheit immer wieder gewarnt. Datenjournalisten konnten bei stichprobenhaften Auswertungen von Schufa-Einträgen zeigen, dass Faktoren wie Alter und Geschlecht offenbar eine große Rolle spielen. Fakt ist, wir Bankkunden wissen wenig, mit welchen Daten gearbeitet wird und warum. Unser größter Schatz sind unsere persönlichen Daten. KI kann sie schnell und effizient verarbeiten. Die Möglichkeiten dafür sind schier endlos. Und es werden immer mehr.
Aber was, wenn die KI zwar richtige Entscheidungen trifft, jedoch auf Basis von Material, das mit Vorurteilen behaftet ist? Was, wenn KI unbewusst diskriminiert? Hierzu treffe ich Menschen, die sich jeden Tag neue Anwendungen in der Wirtschaft ausdenken. Ich bin in Frankfurt verabredet, in einem Ingenieurbüro. Mit ihr, Antonia Messner, Anfang 30, Mathematikerin. Es gibt Unternehmen, auch in Deutschland, die nutzen Bewerbungssoftware, um die Bewerber, die Flut an Bewerbungen, die sie jährlich reinbekommen, vorzuanalysieren und vorzusortieren. Die KI, die dahinter steckt, die wurde trainiert mit historischen Daten und hat letztendlich männliche Bewerber bevorzugt, weil die historischen Daten aufgezeigt haben, dass sich mehr Männer beworben haben und auch mehr Männer den Job bekommen haben. Das ist ja eigentlich eine Ungerechtigkeit, die nicht in die Zukunft fortgesetzt werden soll. Antonia Messner arbeitet auch an einem Konzept, das die Sicherheit im Auto für alle verbessern soll. Denn Autos werden oft von Männern für Männer konzipiert, mit negativen Folgen für Frauen. Als ich das gelesen habe, dass die Sicherheitssysteme anhand dieses Durchschnittsdummies da entwickelt werden und das Verletzungsrisiko für Frauen so hoch ist, dachte ich, das kann eigentlich nicht sein, dass in der Zeit wie heute, wo wir an so viele andere Dinge denken und so viel individualisiert entwickeln, gerade das Auto, mit dem ja fast jeder auf der Straße rumfährt, noch nicht alle schützt, noch nicht sicher ist für alle. Antonia Messner hat dafür eine mögliche Lösung konzipiert, die schon in der Schublade liegt. Wie geht das Unterwegssein besser, effizienter, sicherer, auch wenn hier noch viel Zukunftsmusik gespielt wird? Wir kennen das von jedem Navigationsgerät. Natürlich sagt ein Navi mir persönlich, was ist der schnellste Weg, welche Route musst du nehmen, damit du speziell ankommst. Wir verstehen aber nicht, dass damit eine ganze Autofahrergesellschaft zugleich auch einen Fortschritt erfährt, insofern nämlich alle schneller ankommen, wenn sich der Verkehr koordiniert. Also wenn alle koordiniert sind, kommt nicht nur jeder Einzelne schneller an, sondern auch jeder, der überhaupt im Verkehr ist, hat bessere Chancen durchzukommen. Stand heute sind Navigationsgeräte reaktiv. Sie sind nicht in der Lage, Stau zu verhindern. Noch nicht. Das ist gestern. Was wir brauchen ist, wir wissen, basierend auf den Daten, wie wir sie jetzt sehen, da wird Stau entstehen. Lasst uns mal die Ampeleinstellung so machen, dass dieser Stau gar nicht erst entstehen wird. Das ist die Zukunft. Und das ist nur ein Element von vielen in der Smart City, wo Daten zusammenkommen und eben auch diese Fusion dieser Daten und Methoden entscheidend ist. Das ist sein Steckenpferd. Benjamin Passo, Anfang 40, Teamleiter KI. Und auch sie arbeitet an solchen Ideen. Janine Gatzke, Ende 20, Quantenphysikerin. Beide lieben den Blick über den Tellerrand. Nach Japan zum Beispiel. Hier ist man schon ein ganzes Stück weiter. Toyota plant das Stadtprojekt Woven City. Hier sollen Gebäude, Fahrzeuge, Menschen miteinander kommunizieren können über KI. Die Verkehrswege sind voneinander losgelöst. Eine alleeartige Hauptstraße für autonome, emissionsfreie Fahrzeuge, bepflanzte Promenaden für Fußgänger, Fahrräder oder E-Scooter und ein Park, ausschließlich für Fußgänger. Und alle diese Verkehrswege sind miteinander verwoben, daher auch der Name Woven City. In Deutschland scheitert das Thema E-Auto schon fast an der Ladeinfrastruktur. Immerhin, hierfür hat Janine Gatzke eine KI-Lösung konzipiert. Wenn ich jetzt mit meinem E-Auto unterwegs bin, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren, die diese Reichweite irgendwie beeinflussen. Und wir sammeln verschiedene Daten, zum Beispiel aktuelle Verkehrslage, aktuelle Wetterdaten, auch topologische Daten von der Karte, zum Beispiel wie ist die Steigung auf meiner Strecke, und auch ganz individuelle Bedürfnisse des Fahrers. Zum Beispiel, wie nutzt er die Klimaanlage oder die Heizung, weil das natürlich auch wieder Einfluss auf die Ladeplanung hat. Und das alles bringen wir zusammen, um für genau diesen Fahrer die beste Ladesäule vorzuschlagen, die ihm am besten gefällt. Von der Stadt aufs Land nach Herborn. Mit traditionellem Navi über eine volle Autobahn zum deutschen Mittelstand. Wie weit ist man da mit KI?
Also ich finde, das wird zu sehr gehypt. Also für mich ist KI einfach ein Handwerkszeug, ein mathematisches Handwerkszeug, um Daten zu nehmen und daraus zu lernen, irgendwas zu entwickeln. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist Wolfram Kuhn, der Ururenkel des Firmengründers. In der Schwimmbadtechnik sind die Herborner Marktführer. Über 70% aller öffentlichen Bäder in Mitteleuropa sind mit ihren Pumpen ausgestattet. Und die stellen sie größtenteils selbst her, in der eigenen Gießerei. Aber wo sitzt hier künstliche Intelligenz? Nicht in der Pumpe, noch nicht. Aber in den Daten, die während sie aufgebaut wird und wenn sie arbeitet, entstehen. Wir arbeiten sehr intensiv daran, die Pumpen zu digitalisieren. Wir haben eine Gateway entwickelt, wo wir die Pumpendaten in die Cloud geben können und wo wir sie auswerten können. Das geht in Richtung Energiesparen, das geht in Richtung Predictive Maintenance, also Vorhersage, wann könnte eine Pumpe möglicherweise ausfallen. Alle diese Informationen wollen wir und können zunehmend immer besser aus den Daten herauslesen. Was die KI Stand jetzt aber noch nicht kann, sich eine Pumpe ausdenken. Noch nicht. Aber sie kann aus all diesen Pumpen die richtige auswählen, um die zu finden, die am besten passt. Wir fertigen im Jahr etwa 6.000 bis 7.000 Pumpen und uns bringt das genau genommen gar nichts. Unseren Kunden bringt das aber ganz viel, weil die eben die Pumpe auswählen, die wirklich über die Lebensdauer, über einen Zeitraum X, sagen wir mal, am energetisch wirtschaftlichsten ist. Ich muss eigentlich sagen, am wirtschaftlichsten insgesamt ist. Dazu gehört der Energieverbrauch. Gerade bei den Energiepreisen ein großes Thema für Kunden. Aber nicht nur da. Warum sollen wir es nicht auch positiv nehmen? Also wir denken einfach mal noch an die Klimadebatte. Ich glaube, niemand will, dass die Erde in 50, 100 Jahren überhitzt oder dass es solche Folgen gibt. Also wir müssen ja gar nicht mehr werben, es geht eigentlich nur um die technische Umsetzung. Wenn man jetzt sagt, ihr habt hier ein Tool, das euch hilft, ihr habt ja eine künstliche Intelligenz, die die Dinge so zusammenbringt, dass sie viel effektiver werden und dass wir es schaffen können an Stellen, wo wir uns vorher ohnmächtig und machtlos gefühlt haben, dann ist das eine prima Sache. Lars Runte ist hier Chefentwickler und er hat hier alle KI für die Pumpen selbst entwickelt. Der größte Vorteil, den er sieht? Klimaschutz. Man muss wissen, eine ganz, ganz große Menge von Energie weltweit wird für Pumpen verbraucht. Und wenn wir es hinbekommen würden, ne, mit der KI eine Hydraulik zu entwickeln, die, ich sag mal, 10% besser pumpt, ja, würden wir Gigatonnen, würde ich jetzt mal behaupten, ja, ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich bin mir sicher, Gigatonnen an CO2 einsparen können, ja, und viel, viel, viel Energie einsparen können. Ja, und Energie ist natürlich kostbar und selten. Ne? Seitdem er ein Kind ist, liebt Runte es zu programmieren. Er glaubt an die Zahlen, die er hier Jahr für Jahr dokumentiert. Was für mich die trockenste Materie wäre, ist seine Leidenschaft. Vielleicht, sagt Runte, erlebt er ja noch den nächsten Schritt. Wie die KI am Ende so viel kann, dass sie noch selbstständiger aus den gefütterten Daten dazulernt. Und wenn wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft denken und wir quasi jede Messung so dokumentieren, wo wir mit angefangen haben, ja, dann können wir in 20 Jahren sagen, rechnen wir die optimale Hydraulik aus. Kuhn ist da skeptischer, denn der Nachwuchs fehlt. Und ohne die, die mit all der Technik richtig umgehen können, nutzt die schönste KI nix, sagt er. Vorrangig braucht die Wirtschaft gut ausgebildete Techniker, Ingenieure. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, bereits im Kindergarten Interesse zu wecken für technische Zusammenhänge, für technische Dinge, weil dann wird der eine oder andere auch einen technischen Beruf ergreifen. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Deutschland lebt von Technik, Deutschland exportiert Technik und wenn wir das nicht weiterhin tun und das weiter vorantreiben, dann werden wir von allen Teilen der Welt überholt und Deutschland wird wirtschaftlich deutlich zurückfallen. Auch hier beim Mittelstand wird es ohne KI in Zukunft nicht mehr gehen. So sehr wir von KI profitieren, es braucht die Leute, die sich auch damit auskennen. Das höre ich immer wieder. Und es braucht Wege, all diese verarbeiteten Daten auch irgendwo zu speichern. Es braucht eine gewaltige Investition in die Infrastruktur. Ja, Digitalisierung im Gesundheitswesen ist das Stichwort. Es braucht Mitarbeiter, die in der Lage sind, damit umzugehen. Das heißt, es braucht eine andere Art von Assistenzärzten. Ja, meine Assistenzärzte sind sehr computeraffin.
Und es braucht auch Ärzte, die sozusagen das verstehen, denn ansonsten wird es schwer sein, diese gesamten Investitionen flächendeckend in Deutschland für jeden verfügbar zu bekommen. KI in der Medizin? Big Data und Digitalisierung sind Begriffe, die immer wieder fallen. Schon jetzt helfen Roboter bei spezialisierten Operationen. Aber was ist mit KI? Entscheiden zukünftig Algorithmen gar über Leben und Tod? Wo steht die Medizin? Auf diese Frage suche ich Antworten in der Uniklinik Frankfurt, in der Pathologie. Computational Pathology ist gerade dabei, weite Bereiche der Pathologie grundlegend zu verändern. Das Senckenberg-Institut für Pathologie ist eines der ersten digitalen Institute für Pathologie in Deutschland. Das sind Gewebeschnitte von Prostatakrebs, zum Teil mehrere Jahre alt. Sie werden hier digitalisiert. Mit den Digitaldaten füttert das Senckenberg-Institut für Pathologie eine Gewebebank für Tumorerkrankungen. Künstliche Intelligenz kann später mit diesen Bildern die medizinische Diagnostik unterstützen. Wie genau, das erklärt Professor Wild. Er ist Direktor des Senckenberg-Instituts für Pathologie an der Universitätsmedizin Frankfurt. Einen Tumor zu erkennen, ist aber nicht die Herausforderung. Die KI kann anders bei der Diagnose helfen. Die KI benutze ich eigentlich oder möchte ich benutzen für Dinge, die für Menschen schwierig sind. Das heißt für Quantifizierung, also für zum Beispiel das Schätzen von Prozent, Fläche oder Aggressivität von eines Tumors auf Basis seines Wuchsmusters. Das ist etwas, das können wir Menschen nicht. Wild vergleicht die KI mit einem Navigationsgerät, das beim Fahren hilft. Am Steuer sitzt immer noch der Spezialist. Künstliche Intelligenz kann helfen, Diagnosen schneller und treffsicherer zu stellen. Bei Magenkrebs zum Beispiel kann die KI sogar teure Tests ersetzen, um die genaue Art zu bestimmen. Es ist sozusagen im täglichen Alltag nicht möglich, alle diese Subgruppen zu bestimmen. Manche kann man bestimmen, aber nicht alle. Der Grund ist, es ist zu teuer oder es wird von der Krankenkasse nicht finanziert, weil es einfach noch nicht so weit, weil die Medizin noch nicht so weit ist. Man weiß aber, dass es diese Subgruppen gibt und dass die Patienten unterschiedlich auf Chemotherapie ansprechen. Und die Idee ist jetzt, dass man Methoden künstlicher Intelligenz benutzt, um diese Subgruppen zu schätzen, ohne den Test zu machen. Und sie schreibt für die KI die Algorithmen. Nadine Flinner ist Bioinformatikerin. Sie ist auch die, die sich überlegt, wie die KI am besten ein Problem lösen könnte oder überprüft, ob das, was die KI macht, auch Sinn ergibt oder ob sie vielleicht mit falschen Daten arbeitet, weil sie auf einer sogenannten Bias beruhen, zu Deutsch Vorurteilen. Eine ganz wichtige Methode ist quasi, sich anzuschauen, warum ein Algorithmus die verschiedenen Vorhersagen macht. Es gibt zum Beispiel sogenannte Heatmaps, bei denen ich mir anschauen kann, auf welchen Bereich der Algorithmus geschaut hat. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie Krebs von Nicht-Krebs unterscheiden möchte und er auf irgendeinen Teil des Hintergrunds guckt, der überhaupt nicht zum Gewebe gehört, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich irgendeinen Bias in meinen Daten drin hatte und das so nicht möchte. Wenn er jetzt hingegen auf gewisse Zellen achtet und der Pathologe kann mir sagen, das sind wirklich Krebszellen, dann habe ich natürlich noch nicht die Garantie dafür, dass mein Algorithmus ohne Bias ist, aber ich habe zumindest schon mal ein gutes Indiz. Also sind wir auf dem Weg zu einer Art Demokratisierung in der Medizin? Nicht ganz, sagt Professor Wild. Er sagt, allein 5 Millionen Euro müssten hier im Institut in die Hardware investiert werden. Für Computer, Scanner und Datenspeicher. Und die gehen bei den Massen an Bilddaten in die Petabyte. Aber das ist nicht alles. Es braucht ein entsprechendes Krankenkassensystem, das diese Zusatzanalyse auch erstattet. Ja, denn ansonsten wird es schwer sein, diese gesamten Investitionen flächendeckend in Deutschland für jeden verfügbar zu bekommen. Ja, und da sind wir halt erst am Anfang. Andere Länder wie die USA pumpen Milliarden in die Forschung an KI in der Medizin. Um da mithalten zu können, müssen wir uns beeilen, sagt man hier, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Insgesamt gilt, wir brauchen viel, viel mehr Entwicklung im KI-Bereich. Wir brauchen auch eigene Schwerpunkte, wir brauchen eigene Zentren. Und das geht aber auch, wenn wir jetzt nochmal industriepolitisch denken, nicht ohne die Beteiligung der Industrie selbst. Auch darüber muss man sich im Klaren sein. Ganz am Schluss meiner Reise bin ich wieder zurück an der TU Darmstadt, dem Sitz eines solcher Zentren. Wenn man so will, sitzt hier das Superhirn der KI in Deutschland. Der erste Professor, der sich überhaupt deutschlandweit mit dem maschinellen Lernen für Roboter beschäftigt hat, hat hier einen Lehrstuhl. Jan Peters leitet in Darmstadt den Fachbereich Intelligente autonome Systeme. Er und sein Forschungsteam bringen Robotern bei, zu jonglieren oder Bewegungen zu imitieren. Früher hat man Robotern feste Bewegungsabläufe einprogrammiert. Jetzt geht es den Forschern darum, Roboteranwendungen immer weiter zu perfektionieren. Wie das geht? Die Roboter sind so programmiert, dass sie sich durch Lernen selbst verbessern. Das Schöne ist, wenn man KI für Roboter halt speziell macht, dass man tatsächlich etwas Reales sieht und nicht etwas, was nur im Cyberspace passiert und nicht nur Nummern und Algorithmen verfolgt, sondern am Ende irgendwas in der realen Welt funktionieren muss. Beim Jonglieren steht bei uns im Vordergrund, wie kann der Roboter aus Versuch und Fehler lernen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, wo der Roboter auch viele Fehler machen dürfen und können muss. Mit anderen Worten, das ist garantiert nicht geeignet, um in der Industrie Lernen zum Einsatz zu bringen. Um in der Industrie Lernen zum Einsatz zu bringen, braucht man sehr schnelle Lernmechanismen. Und dazu bietet sich das Lernen aus Demonstrationen, also das sogenannte Imitationslernen an. Yeah, I can play one ball less. Okay, I'm starting the learning. Und hier ahmt der Roboter halt einen Lehrer nach und versucht einerseits die wichtigsten Kernpunkte der Bewegung zu reproduzieren, ohne aber wiederum die Fehler des Lehrers zu reproduzieren und gleichzeitig wiederum in der Lage zu sein, zu generalisieren, sodass für eine größere Zahl von Aufgaben auch möglich ist. Sein Kollege Oskar von Strück gehört zu den aktuell 25 einflussreichsten InformatikerInnen der Welt. Er leitet das Fachgebiet Simulation und Robotik an der TU. Woran er arbeitet, könnte da, wo es für Menschen brenzlig wird, helfen. Dieser Rettungsroboter zum Beispiel. In der Regel ist es so, dass bevor die Leute am Einsatzort sind, sind sie eigentlich schon erschöpft und können eigentlich nicht mehr, weil die Konzentration schon dahin ist. Und hier ist die Idee, der Roboter hat das 3D-Bild geliefert, der Bediener sagt, ich möchte in diese Ecke fahren, dann fährt der Roboter selbsttätig dorthin, vermeidet Kollisionen. Und dann sagt er, ich möchte jetzt dies und das bedienen, verändern mit dem Greifer. Dann fährt der Roboter in die Ausgangsposition und jetzt kann der Bediener rangehen, auch eine Bombe entschärfen oder Ähnliches. Hier geht es darum, Aufgaben zwischen Mensch und Roboter aufzuteilen, sodass beide das Optimale leisten können. Also das Level der künstlichen Intelligenz ist erstaunlich gut, aber noch weit weg vom Menschlichen, weit weg vom gesunden Menschenverstand. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo KI und Roboter besser sind als Menschen. Da, wo es gefährlich ist, da, wo es ermüdend ist. Und da wollen wir Roboter einsetzen mit künstlicher Intelligenz, um Menschen zu helfen und zu entlasten. Ein anderes Leuchtturmprojekt: Fußballroboter. Die müssen sich in einer dynamischen Welt zurechtfinden, in Echtzeit reagieren. Mehr als 70 deutsche Teams sind an Hochschulen aktiv und nehmen an Weltmeisterschaften teil. Die Darmstadt Dribblers waren 2004 das erste deutsche Team bei einem Wettbewerb der RoboCup Humanoid League. Da sind die Unterschiede zum Menschen noch gewaltig. Und nicht nur da. Das empfehle ich auch ab und zu mal Dart-Werfen zu üben. Wenn wir ein Dart werfen, dann müssen wir ja in eine Scheibe treffen. Und es entscheidet sich, ob wir treffen, wie wir den Pfeil loslassen, in welchem Winkel und welche Geschwindigkeit. Danach ist es reine Physik. Also müssen wir im richtigen Geschwindigkeits- und Winkelbereich loslassen. Für einen Roboter bedeutet das, dass wir halt sehr schnell, sehr genau sein müssen. Und beim Menschen, wir haben eine ganz lange neuronale Signalverarbeitung. 30 Millisekunden oder 100 Millisekunden, bei Sportlern vielleicht ein bisschen schneller. Das heißt,
Wenn wir diese schnelle Bewegung machen, muss quasi vom Zentralnervensystem der Befehl zum Loslassen kommen, bevor wir in diesem Bereich sind. Wir müssen das vorhersagen, wo wir sind. Das heißt, obwohl wir ein relativ viel langsameres Signalsystem haben als Roboter und einen in viel scheinbar ungenaueren Körper erlastet ist, können wir viel bessere Leistung erbringen. Wenn man in unser Gehirn schaut, dann fließt da elektrischer Strom. Das mögen manche nicht wahrhaben, aber es ist so. Kurz und gut, menschliches Denken hat sehr viele Komponenten von dem, was wir bei den Maschinen auch sehen. Und die Maschinen, wir versuchen das eben so nachzumachen. Die Maschinen werden immer besser in dem, was wir auch können. Gessmann ist nicht nur Philosoph. Er steckt auch mittendrin in der KI. Im Fußball nämlich. Passquoten und Genauigkeit, Schusswinkel, Antrittsgeschwindigkeit, all das kann ein Mensch nicht in Echtzeit erfassen. Dafür gibt es schon jetzt Computer. Aber sein Projekt geht noch weiter. Was kein Trainer kann, ist, alle Spieler zugleich zu erreichen und jeweils den nächsten besten Schritt, den nächsten besten Pass vorauszuberechnen und zu kommunizieren. Das schafft kein Trainer auf der Welt, wenn er an der Seitenlinie steht und reinruft. Wir haben uns das so ausgedacht, weil Fußball furchtbar komplex ist. Und man muss es auseinandernehmen. Es gibt zwei Komponenten. Das eine ist die Ballführung und Passstaffette. Das ist das, was der Routenplaner klassischerweise macht. Das andere ist die Aufstellung und die Laufwege der Spieler. Das ist das, was wir im Schachprogramm sehen. Und was wir nun tun, ist, diese zwei sehr komplexen Bereiche, Routenplanung und Schachcomputer, auch nochmal zusammenzubringen, übereinander zu legen. Und das heißt, wenn das zusammen gelingt, also wenn wir wissen, wo der Ball hinkommt und wo die Spieler hin müssen, dann haben wir im Grunde schon alles, was wir brauchen. Also ein Schachcomputer und ein Navi denken sich gemeinsam aus, wie der Fußball am besten gekickt wird. Und das in Echtzeit. Aber wie soll das gehen? Da dürfen wir nicht alles verraten, aber so viel können wir sagen, jeder Spieler, jede Spielerin hat die Möglichkeit, akustisch, also durch Hören, durch Sehen und durch haptisch, durch Fühlen, die Information zu bekommen, die sie oder er braucht. Wir haben natürlich verschiedene Systeme uns auch ausgedacht, wie wir das kommunizieren. Wir können zum Beispiel die Laufwege auf dem Rasen leuchtend machen, Leuchtstreifen weisen den Weg, ein bisschen wie im Flugzeug, aber immer nur so, dass derjenige, für den es gedacht ist, das sieht. Das Gegenüber sieht es nicht. Und da haben wir ziemlich raffinierte Sachen uns ausgedacht. Also auf Deutsch, es funktioniert. Der Spieler muss also irgendwelchen Lichtern auf dem Rasen folgen, die die KI ihm quasi vorsagt. Aber wieso? Was kann die besser als der Trainer am Spielfeldrand? Fabian Kragenings ist Designer und hat sich das so überlegt. Die KI kann uns zumindest in erster Linie eine große Anzahl von Daten auswerten, berechnen und uns da Resultate daraus generieren, die wiederum Erkenntnisse geben, wer spielt den besten Pass wohin, wie ist mein bester Laufweg, in welche Ecke springt vielleicht der Torwart, wie sollte ich meine Ecke bringen. Also alle Eigenarten, die ein Trainer auch am Spielfeldrand, ganz richtig, wie Sie sagen, auch schon liest, ne, mit Jahren Erfahrung als Trainer. Und die KI macht eben durch die Anzahl der Daten, die man da generieren kann, macht die eben Spielsituationen und die Beziehungen, die dazwischen bestehen, für den Menschen noch wieder besser verständlich, sodass man eben auch da zielgerichtet hin optimieren kann. Die Designstudentin Mira Pressler bringt es an die Wand, das Feld, um das es geht. Brauchen wir also am Ende keine Fußballstars mehr, die teuer eingekauft werden? Die KI könnte schaffen, dass jeder potenziell perfekt spielt. Ich frage mich, wo bleibt da die menschliche Komponente? Wäre ja auch interessant, ob nicht irgendwann vielleicht auch die spielerische Fähigkeit oder das Potenzial eines Spielers sich auch dadurch entfaltet, dass er vielleicht bewusst mit der KI bricht. Ne? Also vielleicht sagt er dann irgendwann, ich mache es mal genau nicht, mir fällt eine virtuos menschlich zurückgeführte Geste, ein Laufweg, eine andere Art des Umgangs damit ein, die fast nicht berechenbar ist, die der ganzen momentanen Situation geschuldet ist und dass dadurch auch eine spielerische Klasse entsteht, die nochmal abhebt. Klingt doch eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein. Und wann ist das Ganze einsatzbereit? Genau da liegt der Knackpunkt. Wir sind noch nicht an dem Punkt,
Aus folgendem Grund, weil die KI nochmal aufholen muss. Also wir brauchen erstmal eine Software, die das leisten kann. Wir brauchen auch Rechner, die das leisten können. Und da braucht es sehr, sehr hohe Investitionen. Wo wir schon eigentlich durch sind, ist bei der Frage, wie wir diese KI umsetzen können. Also wie wir sie auf den Platz bekommen. Wir brauchen jetzt nur noch einen Stecker zu einem Großrechner, der uns das macht. Und dann kann es im Grunde losgehen. Da wird also noch ziemlich viel Zukunftsmusik gespielt, zumindest hier in Deutschland. Der FC Liverpool in England ist aber auch schon mit ähnlichen Ideen beschäftigt. Die Entwicklung geht rasend schnell voran, überall. Und alle hier sind an ihr beteiligt und forschen oder arbeiten an und mit KI. Ein Anfang ist auch hier schon gemacht. Die Zukunft zum Greifen nahe? Was hindert uns jetzt am Durchstarten? Also ich weiß, dass wir viel beitragen können, aber ich kann so viel lernen von den anderen. Es ist eben, also die Frage, was ist Intelligenz, ist sicherlich mehr als nur das Algorithmische. Und deswegen glaube ich wirklich, wir brauchen einen Leuchtturm. Wir brauchen diesen Ort, dieses CERN für KI, CERN für Intelligenz, wo wir zusammenkommen können, länger beieinander bleiben können, wo wir genügend Infrastruktur haben, um diese Modelle berechnen zu können. Hoffentlich irgendwann auch sehr viel weniger Infrastruktur, weil unser Hirn kriegt das ja hin. Also wir brauchen vielleicht gar nicht diese Riesenmaschinen. Also das sind alles Fragestellungen, ja. Warum aber auch weniger? Also was ich in Deutschland feststelle, ist, dass in der Förderung eben doch noch Schubladendenken existiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch was Böses machen möchte, ist sehr, sehr viel höher als die, dass ein technisches System etwas Böses machen würde. Also abgesehen mal davon, dass es dazu erstmal hinkommen müsste. Wenn man aber wiederum viele der Aufgaben des Menschen da schon mal wegnehmen könnte und damit die Systeme besserer, sicherer und robuster macht, das ist für mich, finde ich, ein sehr hehres Ziel. Woran erkennst du einen richtig wütenden Backofen? Er ist gerade auf 180. Also wenn wir die künstliche Intelligenz haben, also wäre es ja doch viel netter, wenn die künstliche Intelligenz auch mal so einen Witz an den Tag legen könnte. Wobei wir, also hier in der Gruppe, also doch schon daran arbeiten, ein Roboter, also der oder die sprechen kann, dahingehend weiterzuentwickeln, dass wir auch den Stil von seiner Sprache einstellen könnten. Und dann humorvoller Stil ist einer der Stile, den die Maschine können soll. In den Bereichen, wo wir wirklich Bauchschmerzen haben, zum Beispiel beim autonomen Straßenverkehr, können wir einfach sagen, wie das im Moment auch gemacht wird, wer trägt die Verantwortung? Die Versicherungen sagen, es ist der Mensch. Also bleibt am Ende das Lenkrad in der Hand des Menschen oder muss innerhalb von so und so vielen Sekunden zugeschaltet werden. So ist im Moment die Regelung. Und damit sind wir still in the driver's seat, wie man in der Debatte Englisch sagt. Also wir sind am Steuer. Und deshalb sind wir im Moment noch recht entspannt. Man muss sich halt fragen, was möchte man einer KI an Aufgaben geben und wie möchte man das nutzen. Also ich finde, es ist schwierig zu sagen, nur weil eine KI programmiert wird und sie vielleicht irgendein Bewusstsein hat, ist das jetzt das Problem. Das Problem ist eher, wie gehen wir damit um? Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir das nutzen, um sensible, kritische, soziale, persönliche Sachen zu untersuchen? Und was fangen wir mit diesen Daten an? Und das entscheiden wir Menschen. Und das ist die Entscheidung, die muss man treffen als Gesellschaft, als einzelner Mensch vielleicht auch. Aber die KI selbst per se macht erstmal das, wofür sie programmiert wird. Dafür, dass wir das Land der Dichter und Denker sind, ist beim Thema KI immer noch Luft nach oben. Das höre ich immer wieder. Fördergelder fehlen und vor allem ein besseres Verständnis von uns allen. Ein Leben ohne KI ist nicht mehr denkbar. Und es liegt an uns allen, was wir daraus machen.